happy, Jobs and all of you, to be here with you and first of all to say thank you. Also vielen Dank. Ich bin sehr, sehr glücklich hier mit dir, Jobs, und mit euch allen zusammen zu sein. Und ich möchte mich zuallererst ganz, ganz herzlich bedanken. I would like to thank ALEH-Negev, my friend. Und ich möchte natürlich meinem Freund ALEH-Negev danken. I would like to thank Jobs and Charlotte. Und auch Jobs und Charlotte. And all of you for being our friends. Und euch allen, dass ihr unsere Freunde seid. For being committed to the most severely disabled people on earth. Dass ihr so hingegeben seid an die Menschen auf Erden mit den schwersten Behinderungen. This village is named after our son. Dieses Dorf ist benannt nach unserem Sohn. Doron Almog, born 1984 with severe brain injury. Doron Almog, der im Jahr 1984 mit schwersten Hirnschäden geboren wurde. He was born 35 years ago. Er wurde vor 35 Jahren geboren. He is not anymore with us. Und heute ist er nicht mehr bei uns. 12 years ago, he passed away. Er starb vor 12 Jahren. When he was 8 months old, he was diagnosed, and Didi, my wife, and me were told by psychologists. Als er 8 Monate alt war, stellte man ihm diese Diagnose. Und Didi und ich erfuhren diese Nachricht von Psychologen. Your son is having a combination of autism and retardation. Und man sagte uns, ja, ihr Sohn hat eine Kombination von Autismus und ist zurückgeblieben. Probably he will never speak. Wahrscheinlich wird er nie sprechen können. Probably he will stay mentally child forever. Und wahrscheinlich wird er immer im Stadium eines Kindes bleiben, mental. For Didi and me, that was a shock. Und für Didi und mich war das ein Schock. We bring children to our world. We want them to be better than us. Weil wenn wir Kinder in diese Welt bringen, dann wollen wir schließlich, dass es ihnen besser geht als uns. More successful, more talented, a source of pride. Dass sie erfolgreicher sind als wir, dass sie bekannter werden als wir, dass sie eine Quelle von Stolz für uns sein können. We want our children to be the alter ego of Unsere Kinder ourselves. sollen wie das alter Ego unserer selbst sein. We want to be proud Wir of the wollen achievement stolz of our children. auf unsere Kinder sein. When we draw our cell phone showing pictures of a successful child, as a matter of fact, we speak about ourselves. Weil wenn wir dann ganz stolz die Bilder der Erfolge unserer Kinder rumzeigen, sprechen wir eigentlich von uns selbst. Because the understatement behind showing pictures of a successful child is who made him. Weil schließlich ist das, was da dahinter steht, wenn man sein erfolgreiches Kind rumzeigt, ja, wo kommt's denn wohl her? In our family, everyone is genius. The father genius, mother genius, grandpa genius, everyone genius. Also bei uns in der Familie, das sind alles Genies. Vater Genie, Mutter Genie, Oma Genie, Opa Genie. Wir sind einfach genial. Have you ever seen a father draw cellular saying, I want to show you my retarded child? Ist dir jemals ein Vater begegnet, der sein Handy rauszieht und sagt, oh, guck mal, ich möchte dir ein Bild von meinem behinderten Sohn zeigen? I want to tell you that parents, mother, fathers, considering sometimes suicide. They don't have reason to live. Ich sag's euch, Eltern, die das betrifft, die denken manchmal über Selbstmord nach, weil sie keinen Grund mehr haben zu leben. When I was commander of the Israeli South Command, I gave interview in the circumstances of grandfather who killed his autistic granddaughter and killed himself. Als ich noch Kommandant der Südgruppe der israelischen Armee war, habe ich manchmal die Geschichte eines Großvaters erzählt, der sowohl seine autistische Enkelin als auch sich selbst umgebracht hat. So Doron Almog, our child, never said even one word, never said Abba. Unser Sohn Doron Almog hat nie gesprochen, kein einziges Wort. Niemals konnte er Abba sagen. Never made eye contact. Er hat niemals sogar Augenkontakt aufgenommen. And he was the purest, the most innocent person and the weakest at the same time. Und er war gleichzeitig die reinste und die unschuldigste Person und die schwächste. Children like him are the purest because they never did wrong to anyone.
Kinder wie er sind rein, weil sie nie irgendjemandem etwas angetan haben. They never steal, they never harmed, they never hit, they never manipulated, never cheated anyone. Die haben nie gelogen, nie gestohlen, niemals irgendjemand geschlagen, niemanden manipuliert. And at the same time, they're unable to do anything by themselves, unable to dress by themselves, to eat by themselves, unable to do anything by themselves. Und gleichzeitig sind sie nicht in der Lage, auch nur irgendetwas für sich selbst zu tun. Sie können sich nicht selbst anziehen, nicht selber essen, gar nichts für sich selber tun. They needed assistance every single step. Für jeden einzelnen Schritt brauchen sie Hilfe. All of them wearing diapers, Alle von ihnen müssen Windeln tragen. and they even can say, please replace my diaper. Und die können noch nicht mal sagen, bitte, ich brauche eine neue Windel. They even can say, thank you. Und sie können auch nicht sagen, danke. They're fully dependent on our power. Sie hängen vollständig von unserer Macht ab. The shocking revelation for Didi and me was the simple truth. Und für mich, The shocking revelation of the simple truth for Didi and me was the simple truth that these children and person were the most discriminated people on earth. und für mich das Schockierende, was Didi und ich lernen mussten, war die simple Wahrheit, dass diese schwächsten aller Menschen die sind, gegen die am meisten diskriminiert werden wird. We judge people by capacity. Wir richten und beurteilen Menschen nach ihren Fähigkeiten. You are good, we praise you, we give you bonus, dividend, Wenn du gut bist, dann loben wir dich, du kriegst einen Bonus, eine Dividende, a good title in the newspaper. kriegst eine gute Überschrift in der Zeitung. Your capacity is zero, Aber wenn deine Möglichkeiten bei Null sind, we don't want you a part of our society. wollen wir dich nicht als Teil unserer Gesellschaft. So at first, while raising him at our home, we moved all over the state of Israel, the only Jewish state in the world, to see how children like him are kept. Und deswegen, während wir ihn großzogen, sind wir überall in ganz Israel rumgezogen. Ja? Und das ist der einzige jüdische Staat auf der ganzen Welt, um zu sehen, wie man sich denn irgendwo um Kinder wie ihn kümmert. We came to stinky, horrible institute. You open the door, a blow of stink. And then you see distorted faces of children who are afraid of the world. Und was wir aber zu sehen bekamen, waren stinkende, finstere Löcher. Du machst irgendwo die Tür auf und es kommt dir eine Wolke von Gestank entgegen mit völlig verdrehten und verzerrten Gesichtern von Kindern, die Angst vor der Welt haben. And then you see shameful stuff. Und dann siehst du Mitarbeiter, die sich nur schämen. Workers who cannot even look at your eyes because they are so ashamed. You ask them where you work and they are ashamed. Und Mitarbeiter, die dir noch nicht mal ins Gesicht schauen können, weil sie sich einfach nur schämen. Du fragst sie, wo arbeitet ihr denn? Und dann schauen sie nur weg. And then we started hearing stories of shame of people who hide their children. Und dann fingen wir an, Geschichten zu hören von Menschen, die sich so sehr schämen, dass sie ihre Kinder verstecken. Golda Meir was Israeli Prime Minister, strong woman, iron woman. Und Golda Meir zum Beispiel, sie war die Premierministerin von Israel, war eine starke, eiserne Frau. She was the one to order me and my friend to hunt down the terrorists behind the Munich massacre of 11 Israeli sportsmen in 1972. Sie war diejenige, die den Befehl an mich und meine Freunde gegeben hat, dass wir die Terroristen jagen sollten, die verantwortlich waren für das Massaker an 11 jüdischen Sportlern in München. She was the commander-in-chief during the Yom Kippur War. Und sie war die Oberbefehlshaberin während des Yom Kippur-Kriegs. But also she was grandma. Aber sie war auch eine Oma. Grandma to Meira, a Down syndrome granddaughter. Sie war Oma von Meira, einem Mädchen mit Down-Syndrom. After Golda passing, Meira gave interview to the Israeli public.
Und nachdem Golda gestorben war, gab Meira ein Interview für die israelische Öffentlichkeit. And then Meira said, Golda never visited me. Golda didn't love me. Golda told my mom to never mention the Prime Minister of Israel have retarded the granddaughter. Und was Meira dann erzählte, war, dass Golda ihrer Mutter, sie hat sie zum einen nie besucht und zum anderen hat sie ihrer Mutter gesagt, dass sie niemals erwähnen dürfte, dass die Premierministerin Israels eine behinderte Enkelin hat. When we flew to Entebbe to save the 105 Israeli hostages 1976, Als wir 1976 nach Entebbe flogen, um die 105 israelischen Geiseln zu retten, Deputy Prime Minister of Israel was Yigal Allon. da war der stellvertretende Premierminister Israels Yigal Allon. A legendary general. Der war ein legendärer General. Many people admired him. Und viele Leute haben ihn sehr bewundert. People wished he would be next prime minister. Die Leute haben sich gewünscht, dass er der nächste Premierminister werden sollte. Yigal Allon never said a word about his daughter Nurit. Aber Yigal Allon hat niemals mit einem einzigen Wort nur seine Tochter Nurit erwähnt. She was born in Kibbutz Genosar, Die ist im Kibbutz Genosar zur Welt gekommen. north of Israel, Das ist im Norden Israels. described as beautiful child, Man beschrieb sie als wunderschönes Mädchen. didn't speak until age 5, Aber sie lernte erst mit 5 sprechen. and at age 5, the Allon family decided no place for Nurit in our family, neither in the kibbutz nor in the state of Israel. Aber als sie 5 war, beschloss ihre Familie, bei uns in der Familie gibt es keinen Platz für Nurit. Nicht im Kibbutz und auch nicht im Staat Israel. She was taken to Scotland, far away from the state of Israel. Und dann brachte man sie nach Schottland, weit weg von Israel. Later I discovered, Didi and me, we discovered there are many parents in Israel sending their retarded child overseas and never say a word on their child. Und später haben Didi und ich entdeckt, dass es viele in Israel gibt, die ihre behinderte Kinder einfach irgendwo ins Ausland hinschicken und niemals über sie sprechen. There was no legitimacy in the Israeli newly born country, in the only Jewish state in the world, to say a word on their retarded people. They were out of legitimacy. Im ganzen neu gegründeten Staat Israel, dem einzigen jüdischen Staat der Welt, gab es keine Berechtigung und keinen Platz irgendwo, um über Behinderte zu sprechen. Sie hatten einfach keine Daseinsberechtigung. And our child, Eran, the child who has never spoken one word, Und unser Kind, Eran, der niemals auch nur ein einziges Wort sprach, he is here. He is speaking from here. der ist hier und von hier aus redet er. And he is saying, my dear father, Und er sagt, mein lieber Vater, you're a society of lie. ihr lebt in einer Gesellschaft der Lüge. You're a fake society. Es ist eine falsche Gesellschaft. For what have you built a Jewish state? Wofür habt ihr diesen jüdischen Staat aufgebaut? For what have you built this country? A home for everyone after the Holocaust, after the murder of 6 million Jews. Für was habt ihr dieses Land aufgebaut, diese Heimstätte für alle nach dem Holocaust an 6 Millionen Juden? My dear father, you did not create a place for me, Mein children Vater, like me. du hast keinen Platz für mich geschaffen und für Kinder wie mich? The Nazis in Second World War discriminated you, the Jews, but what you do for children like me? Die Nazis haben gegen euch diskriminiert im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust. Aber du, was tust du für Kinder wie mich? You do not leave a place for children like me in the only Jewish state in the world? Sollte es im einzig jüdischen Staat dieser Welt keinen Platz für Kinder wie mich geben? My dear father, Mein lieber Vater, I cannot speak. ich kann nicht sprechen. I will never complain about you. Ich werde mich auch nie über dich beklagen. I will never go to media, to Channel 1, Channel 10, Channel 20. Ich werde auch nie an die Medien gehen. Ich werde keine Interviews mit Channel 1, 2, 10, 20 führen. No journalist will come to interview me because I'm retarded. Kein Journalist wird je kommen, um ein Interview mit mir zu machen, weil ich bin behindert.
But my dear Father, Aber mein lieber Vater, if you decide to throw me overseas wenn du from beschließt, your beautiful country, mich einfach nach Übersee zu bringen, weit weg von diesem wunderschönen Land, your shame, my dear Father. dann ist das deine Schande, mein lieber You Vater. do not deserve the title Father. Dann hast du die Anrede Vater überhaupt nicht verdient. You even, my dear Father, do not deserve the title human being. Mein lieber Vater, dann hast du noch nicht mal den Titel Mensch verdient. And by the way, my dear Father, I want to tell you more. Und übrigens, mein lieber Vater, ich möchte dir gern noch mehr sagen. I'm punished from birth for 2 life sentences. Ich trage von Geburt an 2-mal lebenslänglich. One is a broken body, Das eine ist ein völlig gebrochener Körper unable to do anything by my power. und ich kann nichts in eigener Kraft tun. And a second, one day you may take me and put me overseas or in some institute or a church overseas and never mention Und you das have a son like me. Zweite ist, dass du mich eines Tages vielleicht mal nehmen wirst und irgendwo ganz weit wegschicken wirst, in eine Einrichtung, in eine Kirche bringst, irgendwo hin und du wirst niemals auch nur ein Wort über mich verlieren. My dear Father, I want to tell you, Mein lieber Vater, ich möchte dir sagen, you say, don't judge someone until you come to his place. man sagt ja, richte nicht über jemand, bis du nicht mal in seinen Schuhen gesteckt This hast. is a statement in Judaism, Im jüdischen Glauben, da sagt man das. but you judge me. Aber du richtest mich You eigentlich. discriminate me. Du diskriminierst gegen mich. You are cruel for me. Du bist grausam gegen mich. What I would like, my dear Father, to tell you that I'm flesh from your flesh, blood from your blood, skin from your skin. Aber mein lieber Vater, was ich dir eigentlich sagen möchte, ist, ich bin Fleisch von deinem Fleisch, Blut von deinem Blut. Ich habe Haut von deiner Haut. And by the way, my dear Father, just like that, split second, you can find yourself in my position. Und so ganz nebenbei bemerkt, mein lieber Vater, einfach nur so kannst du dich genauso in meiner Because of- Position wiederfinden. Because of road accident or stroke Es or gibt some other disease. Unfälle, Straßenunfälle, Herzinfarkt, irgendeine Krankheit. You are all temporary creature in this world. Du bist eine vergängliche Kreatur in dieser Why Welt. you are so arrogant? Warum bist du so arrogant? Why you are so selfish? Warum bist du so selbstsüchtig? Create a world only for the healthy and powerful world? Du willst eine Welt schaffen nur für die Gesunden, für die Starken? The Nazis spoke about racism, about the top race. Die Nazis haben über so eine Herrenrasse gesprochen. My dear Father, you know it's a lie. Mein lieber Vater, du weißt, das ist eine Lüge. There is no top race. Es gibt keine Herrenrasse. We all equal Wir as sind human being. alle gleich als We all Menschen. equal by our nature. Von unserem Wesen her sind wir alle gleich. And we are not equal by our power. Aber wir sind nicht gleich in der Kraft, die wir haben. Some born with higher capacity and some like me. Manche sind geboren mit Fähigkeit zu vielem und andere sind geboren so wie ich. And the test of humanity, Und die Prüfung für die Menschheit not to forget children like me, besteht darin, Kinder wie mich nicht zu vergessen. to establish a place for me together with all the wounded, disabled, handicapped in the world. Sondern einen Ort einzurichten für Leute wie mich, zusammen mit all den Verletzten, mit den Behinderten, mit den Schwachen dieser Welt. My dear Father, I am here for one reason, Mein lieber Vater, ich bin hier nur aus einem Grund, to test you, um dich zu prüfen, to test your sensitivity, your humanity. um deine Sensibilität zu prüfen, deine Menschlichkeit. I'm here silently Ich bin hier still, ohne Worte, to judge by my presence um einfach durch meine Anwesenheit if you deserve this world, if you deserve the title human being. zu beurteilen, ob du würdig bist, in dieser Welt zu leben, ob du es wert bist, den Namen Mensch zu tragen. So I want to tell you something more. Und
ich möchte dir noch was sagen. Iran, our loved child, our prince. Iran, unser geliebtes Kind, unser Prinz. He was named after my brother that was killed in Yom Kippur War 1973. Er erhielt den Namen meines Bruders, der im Jahr 1973 im Yom Kippur-Krieg gefallen ist. Iran, my brother, was left behind. Iran, mein Bruder, den haben sie zurückgelassen. He was Armor Platoon Tank Commander. Er war Kommandant einer Panzereinheit, He was shot by Syrian tank, ist von einem syrischen Panzer beschossen worden thrown outside from his tank, und wurde aus seinem Panzer geschleudert. bleeding 7 days, 7 Tage lang lag er da und blutete. shouting for assistance, Er schrie um Hilfe. crying, Er weinte. asking for evacuation. Er flehte um Evakuierung. No one arrived. Aber niemand kam. Iran, our son, born 11 years later, Und Iran, unser Sohn, wurde 11 Jahre später geboren. got the name of my brother, his uncle, Er erhielt den Namen meines Bruders, seines Onkels. with expectation that he would be better than us, like that. Mit allen Erwartungen, dass er besser sein würde, als wir, mehr erreichen würde. And then the expectation collapsed, Aber diese ganze Erwartung brach zusammen. and we need to find a meaning for our life. Und wir- Explanation, the reason for children like him. Mussten wieder neu einen Sinn unseres Lebens finden, eine Erklärung, warum es Kinder wie ihn gab. When he was 18, Und als er 18 war, we got formal letter from Israeli Ministry of Education haben wir einen offiziellen Brief des israelischen Bildungsministeriums bekommen, telling Didi and me, when Iran reached 21, he won't be able to continue studying in special education school. Und in diesem Brief haben sie uns dann geschrieben, dass wenn Iran einmal 21 sein würde, dass er nicht mehr in der Lage sein würde, weiter seine besondere Ausbildung oder Schulbildung zu bekommen. For Iran, our son, I decided to leave the military after 35 years service and to build ALEH-Negev, this village, Und for him. um meines Sohnes Irans willen habe ich beschlossen, nach 35 Jahren aktivem Dienst in der israelischen Armee, das alles hinter mir zu lassen und ein Dorf, nämlich ALEH-Negev, aufzubauen, genau für ihn und für Kinder wie ihn. I'm sorry to tell you, but in my loved country, the country that I was ready to give my life every single second, in my loved country, until now, there is no solution for children like Iran after 21. Und es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen, aber in meinem geliebten Land, in dem Land, für das ich bereit gewesen wäre, mein Leben zu geben, da gibt es keine Lösung für Kinder wie Iran, dass sie nach dem 21. Geburtstag irgendwie weiter betreut werden könnten. So what we established in ALEH-Negev is number one, a place with a lot of love and pride for children like him. Und was wir also in dem Dorf in ALEH-Negev aufgebaut haben, ist zum einen mal ein Ort, der voller Liebe ist, voller Hingabe für Leute wie Iran. It's not anymore closed, shameful institute. Das ist nicht mehr nur irgendwie eine geschlossene, mit Scham bedeckte Institution und Einrichtung, Institute behind stigma and shame. das verborgen ist hinter allen möglichen Vorurteilen, Stigma und Schande. It's a community center. So- It's social community center. Es ist ein Gemeinschaftszentrum, ein soziales Zentrum für Gemeinschaft. It people from all south of Israel coming to be treated. Und Leute aus dem ganzen Süden Israels kommen dahin, um behandelt zu werden. In this video, you saw the 20% handicapped, wounded, injured, living in south of Israel, coming to be treated at the same place together with children like Iran. Und ihr habt gesehen in dem Video, dass es 20% von Menschen sind, das sind Menschen mit Behinderungen, aber mit auch nur so körperlichen Beeinträchtigungen, die aus dem ganzen Süden Israels zusammenkommen, um dort behandelt zu werden, und zwar gemeinsam mit Kindern wie Iran. We do education, integrative education in ALEH-Negev. Und ja, wir bieten Schulbildung an, integrierte Bildung für Kinder wie Iran mit anderen. Ordinary
completely normal kindergarten for ordinary children. Es sind ganz normale Kindergärten für Kinder, die völlig normal ohne Beeinträchtigungen sind. From age 1, Von Alter 1 Jahr an, we teach them what is love, da lehren wir sie, was Liebe wirklich bedeutet. what is social responsibility, Was ist soziale Verantwortung? what is the behind the statement we teach in military, one for all for one. We start from age 1. Und was steht eigentlich hinter diesem Satz, den wir im Militär immer haben, alle für einen und einer für alle? Das lehren wir sie vom Alter 1 Jahr an. And in this village, every day about 100 people coming to visit. Und in diesem Dorf kommen täglich etwa 100 Besucher vorbei. These visits are very important because it creates legitimacy to those that in the past were held in darkness. Und diese Besuche sind sehr, sehr wichtig, weil sie wie eine Berechtigung schaffen für die, die früher einfach nur im Dunkeln versteckt wurden. And last thing, in ALEH-Negev we have many volunteers. Und als letztes haben wir in ALEH-Negev sehr viele Freiwillige. Among them, the March of Life, Und unter ihnen sind natürlich auch Leute vom Marsch des Lebens. Timo and his friends and many others arriving between 1 month. Where is Timo? Where are Aber Timo und seine Freunde, sie kamen, ja, you? He wo will ist Timo? tell you, though, for those who didn't volunteer yet, Der kann euch allen erzählen, die ihr noch nicht als Freiwillige dort wart. but volunteering in ALEH-Negev is highly important for 2 reasons. Aber als Freiwilliger in ALEH-Negev zu sein, ist aus 2 Gründen sehr, sehr wichtig. Number 1, Erstens, it's direct assistance to those who have no freedom, like our son. es ist eine direkte Hilfe für die, die selber keine Freiheit haben, so wie unser Sohn. But more important, Aber noch wichtiger it's educating ourselves ist, dass es uns selber trainiert and changing our society. und unsere Gesellschaft verändert. I would like to ask you, Jobs and Charlotte and all of you, please come more. Und- Come for more visits and come for more volunteers. Ich möchte euch bitten, Jobs und Charlotte, aber auch alle anderen hier, kommt öfters. Kommt, um als Freiwillige zu helfen, aber kommt auch zu Besuch. And please spread the message. Und bitte tragt die Botschaft von All over the Dorf world. weiter, in der Every ganzen place. Welt, an jeden Ort. Please spread this important message Bitte verbreitet diese Neuigkeiten. of the weakest in our society. Die Botschaft, den Schwächsten unserer Gesellschaft zu helfen. Because the social chain always measured by its weakest link. Denn die Stärke einer Gesellschaft, der Kette einer Gesellschaft, wird immer an ihrem schwächsten Glied gemessen. And the more we do for them, Und je mehr wir für sie tun, we are better people desto and better society. bessere Menschen sind wir, eine desto bessere Gesellschaft. Thank you very much. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Doron Almog. Wir wollen es jetzt so machen, wir wollen noch eine kleine Gesprächsrunde hier eröffnen und dafür bitte ich Paul David Bittner und Felix Kunze nach vorne. Wir werden hier gleich noch ein paar Stühle hinstellen und wollen einfach ein bisschen mit Doron ins Gespräch kommen. Okay? Entschuldigung, wir müssen sofort sein. Nicht, dass ich irgendwas Persönliches. So, vielen Dank nochmal für alles, was du erzählt hast und die Botschaft eben auch, die du mitbringst, ist so wichtig. Auch für uns hier vom Marsch des Lebens, das zu hören, und wir sind sehr dankbar auch für die Freundschaften, die Zusammenarbeit. Und es gibt ein Video von dir, was wir auch gesehen haben, jetzt nicht heute, aber was ihr auch von ALEH-Negev produziert habt. Das heißt Special Man with a Special Mission.
Und es drückt es eigentlich auch ganz gut aus, was du machst. Und das eine ist eben, dass du dich einsetzt auch oder eingesetzt hast in der IDF, in der Armee für die Sicherheit Israels. Und heute auch And also viel, today you für die stand Schwächsten der for the Gesellschaft und weakest Zeit of arbeitest. society Und vielleicht noch in mal zu dem Israel. ersten Teil. And Du so hast for the gesagt, first dass du part, you said 35 Jahre in you der IDF served gedient hast, in the dort selber IDF for auch 35 General years Major warst and you were General Major und an sehr vielen and Aktionen you auch were beteiligt part warst, of a einige lot of Einsätze überall auf der Welt things geleitet hast. in the world. Gibt es da vielleicht eine Geschichte, And die is dich there one selbst am story meisten bewegt that oder auch moved you the geprägt hat? most during that time of your time in the IDF? Every operation Every- to save human life is very moving. And, Jeder Einsatz, bei dem es darum geht, menschliches Leben zu retten, ist sehr bewegend. and I participated luckily in many moving operations. Und ich war sehr froh, an viele von diesen bewegenden Operationen teilnehmen zu können. I think number one is the operation in Entebbe. Natürlich, an erster Stelle steht die Operation in Entebbe. You know, 1976, July 4. Am The 4. night Juli, between July 3rd and 4. am 4. Juli 1976, also wenn in dem Abend vom 3. zum 4. Juli, We flew from state of Israel 4,000 kilometers by 4 Hercules, American airplane, landed 11 p.m. sharp. da flogen wir in 4 verschiedenen amerikanischen Flugzeugen abends ab und wir landeten nach 4000 Kilometern Punkt 11 Uhr. And 53 minutes on the ground. We killed 7 terrorists in the first few minutes Und and nach, rescue 105 Israeli hostages. nach 53 Minuten hatten wir insgesamt 7 Terroristen umgebracht und hatten 105 Geiseln gerettet. I was the first to land, the last to leave the Entebbe airfield. Und ich war der Erste, der dort am Flughafen von Entebbe landete und der Letzte, der wieder wegflog. We flew back to Israel with the living hostages, but also with Yoni Netanyahu, the brothers of our Prime Minister, Benjamin Netanyahu, who was killed in operation, and wir- also 3 of the hostages were killed. Wir flogen zurück mit den lebendigen Geiseln, aber wir hatten auch Yoni Netanyahu dabei, den Bruder von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister jetzt, der bei der Operation umgekommen war. Und wir hatten auch 3 der Geiseln verloren. Since we are here in Germany, I want also to tell you that 2 from the 7 terrorists were German, Und from the nachdem wir Bader-Meinhof. hier in Deutschland sind, muss ich euch auch sagen, dass 2 der 7 Terroristen Deutsche waren. Sie gehörten Ja, zur ja. Bader-Meinhof-Gang. Yeah, joint venture between the Bader-Meinhof and the PLO, the Palestinian Liberation Organization. Es war sozusagen eine Gemeinschaftsoperation zwischen der Bader-Meinhof-Gang und der PLO. To hijack the Israelis who flew from Tel Aviv to Paris on the landing in Athens, and then after taking the 105 Israeli hostages to negotiate with the State of Israel and ask the State of Israel to release terrorists and fly them, by the way, again to Germany. Und also der Plan der Terroristen war gewesen, das Flugzeug zu entführen, das von Tel Aviv nach Paris fliegen sollte, und zwar bei der Zwischenlandung in Athen, um dann mit den israelischen Geiseln die israelische Regierung zu erpressen, um weitere Terroristen eben aus dem Gefängnis freizupressen, die dann wieder nach Deutschland geflogen werden sollten. So I'm very happy that we succeeded killing the terrorists, succeeded bringing the 105 Israeli hostages. And again, in retrospect, I want to tell you that my son is continue speaking with me in respect of Entebbe. Und also ich bin sehr froh, dass uns es gelungen ist, diese Entführung aufzulösen. Aber was ich auch weiter sagen muss, ist, dass mein Sohn Eran auch in Bezug auf diese Entführung, in Bezug auf Entebbe, weiter mit mir redet. My son is saying, my dear father, you flew to Entebbe to rescue 105 Israeli hostages who were hostage 1 week of their life. But my dear father, I'm hostage every minute of my life from birth. Was mein Sohn mir da sagt, ist, mein lieber Vater, du bist bereit gewesen, nach Entebbe zu fliegen, um 105 Geiseln zu befreien, die 1 Woche lang gefangen waren. Aber ich
bin mein ganzes Leben lang, jeden Tag, genauso gefangen und ein Gefangener meines Körpers. ALEH-Negev is a kind of social Entebbe. Und also ALEH-Negev ist ein Teil, so eine Art soziales Entebbe. Rescuing the hostages of our society every single minute. Da werden die Geiseln unserer Gesellschaft Minute für Minute befreit. And in this respect, you also, my partners, to make a better world and to rescue in real time those who are unable to fight for themselves. Und in diesem Sinne seid ihr auch meine Partner, dass wir zusammenarbeiten, um die zu retten, die nicht für sich selber kämpfen können. I also participated in many operations to bring Jews from Ethiopia. Und ich habe auch an vielen Operationen teilgenommen, wo wir Juden aus Äthiopien herausgeholt haben. 6 years operation in South Sudan to bring Jews who were in misery, in suffer, in discrimination in Ethiopia. We brought them from life danger to a new hope. Und wir haben 6 Jahre lang im Südsudan deswegen gearbeitet und haben dort Juden gerettet, die in Äthiopien unter Lebensgefahr waren. Wir haben sie rausgebracht und wir haben sie zu neuem Leben und neuer Hoffnung gebracht. And this operation were very moving. They came with nothing. You know, we read the Bible about the children of Israel getting from slavery from Egypt. They came with torn clothes, a blanket, and that's all. Und diese Leute, Nothing. die kamen mit gar nichts an. Ja? Wir lesen von den Kindern Israel, die aus der Sklaverei in die Freiheit kamen. Aber diese Leute, die hatten gar nichts. Sie hatten zerrissene Kleider, vielleicht eine Decke oder so, aber sonst hatten sie gar nichts. And during some of the operation, we faced delivery on flight. Und bei manchen der Operationen, da hatten wir dann im Flug nach Israel buchstäbliche Geburten. And then we brought them to a new hope, to the only Jewish country in the world, started assimilating them in society. Und dann haben wir sie nach Israel gebracht, wir haben sie in eine neue Heimat, zu neuer Hoffnung gebracht, wir haben sie integriert in die Gesellschaft. Very difficult assimilation until now. Und diese Integration war sehr, sehr schwierig und ist es noch bis heute. Some of them even today feel discriminated. Manche fühlen sich auch heute noch diskriminiert. And from time to time we hear in Israeli newspaper and media about discrimination for those Jews we brought from Sudan. Und auch heute noch hören wir immer wieder in der Zeitung von Diskriminierung gegen diese Juden, die wir aus dem Sudan gebracht haben. Sometimes it's in news we don't take their blood in hospital. Sometimes the news we don't let them taste the wine when we produce wine in wineries. Und manchmal sieht die Diskriminierung so aus, dass wir nicht bereit sind, ihnen Blut abzunehmen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, also sie nicht als Blutspender akzeptieren. Oder wenn es irgendwo in unseren Weingütern eine Weinprobe gibt, lassen wir sie nicht zur Weinprobe zu. I want to tell you that in ALEH-Negev there is kindergarten for ordinary children. Und ich möchte euch noch sagen, ja, in ALEH-Negev haben wir Kindergärten für ganz normale Kinder. The teacher named Sima. Und die Lehrerin dort heißt Sima. We brought Sima. I was the commander of the operation, brought Sima and her family 1984 when she was 12. Und ich muss euch sagen, wir haben sie mal geholt. Ja? 1984, als sie 12 war, da war ich der Befehlshaber dieses Einsatzes und wir haben sie gebracht. She is now 46. Jetzt ist sie 46. She is the teacher. Sie ist die Lehrerin dort im Kindergarten. And she tells me every time when I come to her kindergarten, she tells me, I know what is inclusion. Und jedes Mal, wenn ich sie komme und dann ihren Kindergarten besuche, sagt sie, ich weiß, was es heißt, eingeschlossen und mit dabei zu sein. I know what is love. Ich weiß, was Liebe bedeutet. Bring more children, disabled children. I know how to integrate them. Bring mir mehr behinderte Kinder. Ich weiß, wie Integration funktionieren kann. And from time to time she wiped her tears because a new release in the media about discrimination of the Ethiopian Jews. Und ab und zu muss sie sich auch Tränen abwischen, weil wieder ein neuer Bericht über Diskriminierung gegen äthiopische Juden im And she's Fernsehen crying kommt. Und dann weint sie and she hugged the children und sie nimmt die Kinder fest in den Arm. and she says, I'm here for
inclusion, for more love in our world. Und sie sagt, ich bin hier für Inklusion, um mehr Liebe in unsere Welt zu bringen. Thank you. Vielen Dank. There was maybe, you know, I have another rescue operation, Israeli pilot. Ich habe auch noch eine andere Operation zu berichten. Das war die Rettung eines israelischen Piloten. Israeli pilot was shot down by Hezbollah in November 20, 1983. Der wurde im November 1983 von der Hisbollah abgeschossen. Over Beirut. Es war über Beirut. And I got the mission to bring him back. He was cold. Und ich hatte dann den Auftrag, ihn zurückzuholen. Und es war kalt. I commanded a group of commando unit. We flew to Beirut, landed north to Beirut, get inside with some Lebanese vehicle. Und ich habe also ein ganzes Kommando sozusagen befehligt und wir sind nördlich von Beirut gelandet und haben uns einige libanesische Fahrzeuge genommen, um nach Beirut hineinzukommen. We arrived to his captured, surrounded them, negotiated, brought him back. Und wir kamen dahin, wo er gefangen gehalten wurde. Wir haben das Ganze umstellt, wir haben verhandelt und ihn zurückgebracht. And it was 2 p.m. when he was shot down, and 8 p.m. he was back in Israel. Um 2 Uhr morgens ist er abgeschossen worden, um 8 Uhr morgens war er wieder in Israel. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache eingehen. Wir haben gehört, wie dein Sohn Iran dein Leben beeinflusst. Und du hast aber gerade auch erzählt, wie er deine Militäroperation beeinflusst hat. Was mich interessieren würde, der Weg vom Generalmajor bis hin zu einem Leiter von einer Organisation oder einer Einrichtung für Behinderte ist ja doch sehr weit. Inwiefern hat dich deine Armeelaufbahn konkret darauf vorbereitet, diese Organisation oder diese Einrichtung heute zu leiten? As a matter of fact, it's the same, because it's about our values. Serving in military, it's also about the commitment for your people. Also eigentlich ist es ziemlich das Gleiche, weil auch im Militär geht es darum, du musst hingegeben sein und deinen Leuten dienen. What does it mean to defend the state of Israel? Weil was bedeutet es, den Staat Israel zu verteidigen? It's about every minute of your life to be ready to be killed for saving other people. Da geht es darum, dass du jede Minute bereit bist, eigentlich dein Leben zu geben, um andere zu retten, For protecting our country. um unser Land zu schützen. You know, from my parents, what I was learned that the most important thing, they were not religious, my parents. For them, the most important thing was the Jewish state. Und was ich von meinen Eltern gelernt habe, die waren jetzt nicht religiöse Leute, für sie war das Wichtigste im Leben der jüdische Staat. They were born, my parents were born in Palestine, Meine the Eltern land of Israel, waren in Palästina geboren, ja, dem Land Israel, under the British mandate. noch unter dem britischen Mandat. And they dream on one thing. Und sie träumten nur von einer Sache. One day, Eines Tages we'll have a Jewish state. werden wir diesen jüdischen Staat haben. And then, Second World War came, 6 million Jews were killed. Und dann kam der Zweite Weltkrieg, 6 Millionen Juden wurden umgebracht. And they struggled Und da hatten sie zu for kämpfen. build the country. Und And they sie struggled against the British mandate. haben darum gekämpft, das Land aufzubauen. Sie haben gegen das britische Mandat gekämpft. And the night of November 29, 1947, United Nations declared on two-state solution. Und dann im November 1946 hat die UNO diese Zwei-Staaten-Lösung ausgerufen. The day after, the same night, my parents danced in the street. Am gleichen Abend haben meine Eltern noch auf der Straße getanzt. The day after, they started fighting for 1 year and a half and lost many of their friends. There were only 600,000 Jews in Palestine, and 6,000 were killed Und am in nächsten the Tag independence war. brach der Krieg aus und sie haben viele ihrer Freunde verloren. Und es gab damals nur 600.000 Juden in Israel und 6.000 starben allein schon beim Unabhängigkeitskrieg. And half of the soldiers in military were Holocaust survivors. Und die Hälfte der Soldaten in der Armee waren damals ja They Holocaust-Überlebende. lost
their families here in Europe, Sie hatten in ihre the destruction Familien camps, hier in Europa in den Todeslagern verloren. and some of them were killed in the battles of Palestine for the only Jewish state, even without weapon. Und dann wurden einige von ihnen umgebracht auf den Schlachtfeldern für ein unabhängiges Israel und manche von ihnen starben sogar ohne Waffen. So what I learned from my parents, that the most important thing after 2000 years of diaspora for the Jews, to establish a state for ourselves. Und was ich von meinen Eltern also gelernt habe, war, dass das Allerwichtigste nach 2000 Jahren Diaspora, Zerstreuung in die Welt, dieser jüdische Staat war. And my parent generation is, we call them the silver plater of the state of Israel. We were given the country by the silver plater, by their blood, by their commitment, Und by their giving. meine Generation nennt man sozusagen die mit dem silbernen Teller, weil uns wurde der Staat Israel auf dem silbernen Teller serviert, bezahlt mit dem Blut unserer Eltern. So the message of my parents, my dear son, our dear children, this country is the most important thing, and you must be ready even to give your life for saving this country. Und die Botschaft meiner Eltern war also, mein lieber Sohn, unsere allen lieben Kinder, das ist das Wichtigste und ihr müsst bereit sein, sogar euer Leben zu geben, um dieses Land zu verteidigen. My parents taught me what is sacrifice, what is love to the country, what is love for friends, what is commitment. Und meine Eltern haben mich gelehrt und haben mir beigebracht, was ist Liebe zu meinem Land, was ist Hingabe, was ist Selbstaufopferung, was ist Liebe zu den Freunden. But at the same time, they didn't teach me how to treat retarded people. Aber gleichzeitig haben sie mir eben nicht beigebracht, wie man Menschen mit Behinderung behandelt. On the opposite, they taught the retarded have no place in our country. Ganz im Gegenteil, sie haben immer gesagt, Leute mit Behinderung und Schwächen haben keinen Platz in unserem Land. So this chapter belongs only to our child, Iran. Deswegen gehört dieses Kapitel ausschließlich unserem Sohn Eran. So what was the military? The military was one huge chapter, 35 years of commitment, dedication, battles and battles and battles and battles for one reason, to protect our country. Also, was war das Militär? Das war ein langes 35-jähriges Kapitel von Hingabe, von Opferbereitschaft, von Kämpfen, Kämpfen und noch mehr Kämpfen, um unser Land zu schützen. And then Didi and me at the same time raising Iran, our son. Und gleichzeitig zogen Didi und ich unseren Sohn Eran groß. I continue fighting, participating in more battles and more battles and more battles. And by the way, Didi is sitting here. She is very courageous. Because many time we departed at home, and she knew maybe tomorrow morning I'm getting back in a coffin. Und wie es halt war, ich habe während der Zeit weiter gekämpft und da waren mehr Kämpfe und noch mehr Kämpfe. Und übrigens, die da sitzt, sie ist diejenige mit dem großen Mut, weil manchmal haben wir uns morgens verabschiedet und sie wusste, vielleicht würde ich am nächsten Morgen in einem Sarg geliefert werden. So you may ask her, what is dedication? Because I lost so many friends during my service. Only the last 3 years of service, when I was the commander of the Israeli South Command, I lost 86 soldiers and civilians, and Didi came with me almost to every funeral. Und ihr könnt also sie fragen, wenn ihr wissen wollt, was Hingabe und Mut ist, ja? Almost to every bereaved family. Bei mir war es so schon, ich habe so viele Freunde verloren in meinen Einsätzen. Allein in den letzten 3 Jahren, während ich Kommandant der ganzen Südstreitkräfte in Israel war, habe ich 86 meiner Soldaten und auch Zivilisten verloren. Und ich bin bei so vielen Beerdigungen gewesen und die kamen mit mir fast zu jeder einzelnen. And at the same time, she continued raising our son, Eran, and Nitzan, our daughter. And she continued doing the small things which make family a home.
Und gleichzeitig hat sie weiter unseren Sohn Eran großgezogen, unsere Tochter Nizza. Sie hat all diese kleinen Dinge gemacht, die nötig sind, um ein Zuhause zu schaffen. And you must believe, what is it, you know, holiday is not holiday. When we are, for instance, taking 24 hours in hotel and then telephone call and it finished. Und you need to get back, and I'm saying, did it? Finished. Get back. Auch Ferien waren für uns nicht wirklich Ferien, weil jederzeit konnte ein Anruf kommen. Ich war 24 Stunden lang auf Bereitschaft, jeden Tag. Und dann musste ich die von einem Moment auf den anderen sagen, jetzt ist vorbei. And there was a moment I felt that our son is like an echo box of my bleeding brother. Und es gab einen Moment, da hatte ich so das Gefühl, dass unser Sohn wie ein eingeschlossenes Echo meines verblutenden Bruders Eran war. Shouting from his silence and Der- saying, my dear father, will you also fight for me? Der aus seinem Schweigen heraus schrie und sagte, mein lieber Vater, wirst du auch für mich kämpfen? Will you establish a home for me? Bist This du village? bereit für mich ein Zuhause zu schaffen, dieses Dorf? So, as I told you, it's the same commitment for our country. Und The wie ich, commitment in military is a commitment for our country and for our friends. The commitment for children like Iran is the same. It's the commitment for ourselves. This is our identity. also wie ich Because euch if we don't do it for children like him, what kind of society are we? Wie We are ich euch animals. gesagt habe, ja, die Hingabe im Militär und für die behinderten Kinder, das ist einfach dasselbe. Ob ich mich im Militär jetzt gebe für mein Land und bereit bin zu kämpfen, für meine Freunde oder für eben in dem Dorf für Kinder, ob ich bereit bin, für die Menschlichkeit einzustehen und für eine bessere Gesellschaft. So I want to conclude and tell you that it's really the same commitment. It's Und damit about- möchte it's ich about eigentlich Schluss ourselves. machen, zu sagen, es ist wirklich die gleiche Art von Hingabe. Es ist eine Hingabe auch an unser Selbst, an unsere eigene Gesellschaft. So it was very difficult to raise Iran, but also I'm happy and thanking Iran, our son, for making me a better person and making ourselves a better society and a better world. Thank you. Und es war also schwierig, Eran großzuziehen, aber ich möchte ihm auch danken, dass er mich zu einem besseren Menschen gemacht hat und unsere Gesellschaft zu einer besseren Gesellschaft.